Guten Tag, mein Handy ist mir gestern auf die Straße gefallen. Guten Tag. Das tut mir leid. Was ist passiert? Der Bildschirm ist komplett zerbrochen. Haben Sie schon einen Kostenvoranschlag für die Reparatur? Ja, die Reparatur kostet 200 Euro. Das ist wirklich viel. Hatten Sie eine Handyversicherung? Nein, ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Eine Handyversicherung schützt genau vor solchen Schäden. Was deckt diese Versicherung ab? Sie deckt Bildschirmschäden, Diebstahl und Wasserschäden ab. Deckt sie auch technische Defekte ab? Ja, auch technische Defekte sind meistens abgedeckt. Was ist nicht abgedeckt? Verlust ohne Diebstahl ist normalerweise nicht abgedeckt. Was bedeutet Verlust ohne Diebstahl? Das bedeutet, wenn Sie Ihr Handy einfach verlegen. Wie viel kostet eine Handyversicherung pro Monat? Das hängt vom Wert Ihres Handys ab. Können Sie mir ein Beispiel geben? Für ein Handy im Wert von 800 Euro zahlen Sie etwa 8 Euro im Monat. Kann ich auch ein gebrauchtes Handy versichern? Ja, gebrauchte Handys können ebenfalls versichert werden. Wie melde ich mein Handy bei der Versicherung an? Sie geben einfach das Modell und den Kaufbeleg an. Brauche ich unbedingt den Kaufbeleg? Ja, der Kaufbeleg ist für die Anmeldung wichtig. Was passiert, wenn ich einen Schaden melde? Sie schicken uns Fotos und wir prüfen den Schaden. Wird das Handy repariert oder ersetzt? Das hängt vom Schaden ab. Manchmal reparieren wir, manchmal ersetzen wir. Muss ich selbst etwas dazu bezahlen? Ja, es gibt meistens eine kleine Selbstbeteiligung. Wie hoch ist diese Selbstbeteiligung normalerweise? Sie liegt meistens zwischen 20 und 50 Euro. Gibt es eine Wartezeit, bevor ich die Versicherung nutzen kann? Ja, die Wartezeit beträgt meistens einen Monat. Kann ich heute noch eine Versicherung für mein neues Handy abschließen? Ja, das ist problemlos möglich. Das wäre sehr gut, ich möchte das gerne machen. Dann zeige ich Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Ich helfe Ihnen sofort weiter. Guten Tag, mein Laptop ist letzte Woche kaputt gegangen. Guten Tag, das tut mir leid. Was genau ist passiert? Der Bildschirm bleibt einfach schwarz. Hatten Sie noch Garantie auf den Laptop? Nein, die Garantie ist letzten Monat abgelaufen. Das ist wirklich Pech. Gibt es eine Reparaturoption? Ja, aber die Reparatur kostet 400 Euro. Haben Sie eine Elektronikversicherung? Nein, ich kenne diese Versicherung nicht. Eine Elektronikversicherung schützt Ihre Geräte nach Ablauf der Garantie. Was genau ist versichert? Laptops, Tablets, Kameras und Spielkonsolen sind versichert. Was ist der Unterschied zur Herstellergarantie? Die Garantie deckt nur Fabrikfehler ab, die Versicherung deckt mehr ab. Was bedeutet das konkret? Sie deckt auch Sturzschäden und Flüssigkeitsschäden ab. Sind auch elektrische Defekte versichert? Ja, elektrische Defekte sind ebenfalls abgedeckt. Was ist ausgeschlossen? Normale Abnutzung und Softwareprobleme sind ausgeschlossen. Kann ich mehrere Geräte gleichzeitig versichern? Ja, Sie können mehrere Geräte unter einem Vertrag versichern. Wie melde ich ein neues Gerät an? Sie geben einfach das Gerät und den Kaufpreis an. Wie hoch sind die monatlichen Kosten? Das hängt vom Gesamtwert Ihrer Geräte ab. Können Sie mir ein Beispiel geben? Für Geräte im Wert von 2000 Euro zahlen Sie etwa 15 Euro monatlich. Was passiert, wenn ein Gerät kaputt geht? Sie melden den Schaden online und schicken Fotos. Wird das Gerät repariert oder ersetzt? Das entscheiden wir nach Prüfung des Schadens. Gilt die Versicherung auch im Ausland? Ja, die meisten Geräte sind auch im Ausland versichert. Das klingt sehr praktisch für mich. Ja, viele Kunden sind sehr zufrieden mit diesem Schutz. Ich möchte gerne meinen neuen Laptop versichern. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die Tarife. Vielen Dank für die Informationen.
Gerne. Lassen Sie uns das gleich erledigen. Guten Tag, meine Waschmaschine ist letzte Woche kaputt gegangen. Guten Tag, das tut mir leid. Wie alt ist die Maschine? Sie ist erst 2 Jahre alt. Was hat der Techniker zu der Reparatur gesagt? Die Reparatur kostet fast so viel wie eine neue Maschine. Das ist wirklich ärgerlich. Hatten Sie eine Geräteversicherung? Nein, ich wusste nicht, dass es diese Versicherung gibt. Eine Haushaltsgeräteversicherung schützt genau in solchen Fällen. Was genau ist versichert? Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirrspüler und Öfen sind versichert. Was ist der Unterschied zur Herstellergarantie? Die Garantie endet meistens nach 2 Jahren, die Versicherung läuft länger. Was passiert nach einem Schaden? Wir prüfen, ob sich eine Reparatur lohnt oder ein Ersatz besser ist. Gibt es eine Wartezeit vor dem ersten Schadensfall? Ja, die Wartezeit beträgt meistens einen Monat. Wie hoch sind die monatlichen Kosten? Das hängt von der Anzahl Ihrer Geräte ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Für 3 Geräte zahlen Sie meistens etwa 10 Euro im Monat. Was ist nicht versichert? Schäden durch falsche Benutzung sind nicht versichert. Was bedeutet falsche Benutzung? Zum Beispiel, wenn man die Maschine überlädt. Kann ich auch ältere Geräte versichern? Ja, ältere Geräte können ebenfalls versichert werden. Wie melde ich einen Schaden? Sie rufen uns an oder melden den Schaden online. Was brauche ich für die Meldung? Sie brauchen den Kaufbeleg und eine kurze Beschreibung. Wie schnell kommt jemand zur Reparatur? Meistens innerhalb von 3 bis 5 Werktagen. Das klingt nach einer sehr sinnvollen Versicherung. Ja, besonders bei teuren Geräten lohnt sich das. Ich möchte meine Geräte gerne versichern. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne, lassen Sie uns das gleich machen. Guten Tag, ich war heute beim Zahnarzt. Guten Tag. Was hat der Zahnarzt gesagt? Ich brauche eine Krone für meinen Zahn. Wie viel kostet die Krone ungefähr? Insgesamt kostet sie 800 Euro. Was zahlt Ihre gesetzliche Krankenversicherung dazu? Sie zahlt nur 200 Euro. Das ist tatsächlich eine große Lücke. Genau, deshalb bin ich heute hier. Eine Zahnzusatzversicherung schließt genau diese Lücke. Was genau übernimmt diese Versicherung? Sie übernimmt Kronen, Implantate und Zahnspangen. Übernimmt sie auch professionelle Zahnreinigung? Ja, viele Tarife übernehmen auch die Zahnreinigung. Gibt es eine Wartezeit vor größeren Behandlungen? Ja, die Wartezeit beträgt meistens 8 Monate. Das bedeutet, meine aktuelle Krone wird nicht übernommen? Leider nicht, da die Behandlung schon begonnen hat. Wie viel kostet eine Zahnzusatzversicherung im Monat? Das hängt vom gewählten Schutzumfang ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Ein guter Tarif kostet meistens zwischen 20 und 30 Euro. Wie funktioniert die Erstattung? Sie bezahlen zuerst und reichen dann die Rechnung ein. Wie lange dauert die Erstattung? Meistens dauert es nur wenige Tage. Sind Kieferorthopädie für Kinder auch versichert? Ja, viele Familientarife schließen das mit ein. Das klingt nach einer wichtigen Versicherung für die Zukunft. Ja, viele Menschen schließen sie früh ab. Ich möchte gerne eine Zahnzusatzversicherung abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Optionen. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Gerne. Lassen Sie uns das gleich erledigen. Guten Tag, ich brauche eine neue Brille. Guten Tag, was hat der Optiker gesagt? Meine Sehstärke hat sich stark verändert. Wie viel kostet die neue Brille? Die Brille kostet insgesamt 400 Euro. Was übernimmt Ihre Krankenversicherung davon? Leider übernimmt sie fast gar nichts. Das überrascht viele Menschen. Ja, ich war wirklich schockiert. Eine Brillenversicherung kann hier helfen. Was genau deckt diese Versicherung ab?
Sie deckt Brillengläser, Fassungen und Kontaktlinsen ab. Wie oft kann ich eine neue Brille beantragen? Meistens einmal alle 2 Jahre. Sind teure Designerfassungen auch abgedeckt? Ja, bis zu einem bestimmten Höchstbetrag. Wie hoch ist dieser Höchstbetrag normalerweise? Er liegt meistens bei 300 Euro pro Brille. Sind Kontaktlinsen separat versichert? Nein, sie sind meistens in der gleichen Police enthalten. Wie viel kostet die Versicherung im Monat? Sie kostet meistens zwischen 8 und 15 Euro. Wie funktioniert die Erstattung? Sie reichen die Rechnung vom Optiker ein. Wie lange dauert die Erstattung? Meistens nur wenige Werktage. Sind auch Augenuntersuchungen versichert? Ja, viele Tarife schließen das mit ein. Das klingt nach einer sehr nützlichen Versicherung. Ja, besonders für Menschen mit schwachen Augen. Ich möchte diese Versicherung gerne abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Lassen Sie uns das gleich machen. Guten Tag, ich brauche bald eine kleine Operation. Guten Tag. Wie lange müssen Sie im Krankenhaus bleiben? Der Arzt sagt, etwa 4 Tage. Machen Sie sich Sorgen um die Kosten? Ja, meine Versicherung zahlt nicht alles. Was genau zahlt Ihre Versicherung nicht? Zum Beispiel ein Einzelzimmer oder zusätzliche Wünsche. Genau dafür gibt es das Krankenhaustagegeld. Was ist Krankenhaustagegeld genau? Es ist eine feste Geldsumme für jeden Tag im Krankenhaus. Wie viel Geld bekomme ich pro Tag? Das hängt von Ihrem gewählten Tarif ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Viele Tarife zahlen zwischen 20 und 50 Euro pro Tag. Wofür kann ich dieses Geld benutzen? Sie können es völlig frei verwenden. Bedeutet das, ich kann es auch privat nutzen? Ja, es ist nicht an bestimmte Kosten gebunden. Wann beginnt die Zahlung? Die Zahlung beginnt ab dem ersten Tag im Krankenhaus. Wie lange wird das Geld gezahlt? Es wird für die gesamte Dauer des Aufenthalts gezahlt. Gibt es eine Wartezeit vor der ersten Nutzung? Ja, meistens beträgt sie 3 Monate. Das bedeutet, für meine baldige Operation ist es zu spät? Das hängt vom genauen Datum der Operation ab. Wie viel kostet diese Versicherung im Monat? Sie kostet meistens zwischen 5 und 10 Euro. Beeinflussen Vorerkrankungen den Versicherungsschutz? Ja, manche Vorerkrankungen müssen vorher angegeben werden. Das ist gut zu wissen. Ja, deshalb ist Ehrlichkeit beim Antrag wichtig. Ich möchte mich trotzdem informieren für die Zukunft. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Guten Tag, ich plane meine erste Reise außerhalb Europas. Guten Tag. Wohin möchten Sie reisen? Ich fliege nach Thailand. Haben Sie schon eine Reisekrankenversicherung? Nein, ich dachte, meine deutsche Versicherung reicht aus. Leider gilt Ihre Versicherung dort nicht. Das wusste ich nicht. Ihre Karte funktioniert nur innerhalb Europas. Was passiert, wenn ich dort krank werde? Ohne Versicherung müssen Sie alles selbst bezahlen. Das kann sehr teuer werden. Ja, Behandlungen im Ausland sind oft sehr kostspielig. Was deckt eine Auslandskrankenversicherung ab? Sie deckt Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und Notfälle ab. Deckt sie auch einen Rücktransport nach Deutschland? Ja, ein medizinischer Rücktransport ist enthalten. Was ist mit Zahnschmerzen während der Reise? Notfallbehandlungen beim Zahnarzt sind ebenfalls versichert. Wie viel kostet diese Versicherung? Für eine einzelne Reise zahlen Sie meistens wenige Euro. Gibt es auch Jahrespolicen? Ja, für Vielreisende gibt es günstige Jahrestarife. Was ist bei der Jahrespolice anders? Sie gilt für alle Reisen im ganzen Jahr. Was ist nicht versichert? Vorerkrankungen und riskante Aktivitäten sind oft ausgeschlossen. Was zählt als riskante Aktivität?
zum Beispiel Tauchen oder Bergsteigen ohne Zusatzschutz. Wie melde ich einen Notfall im Ausland? Sie rufen die Notfallnummer auf Ihrer Versicherungskarte an. Deckt die Versicherung auch meine Familie ab? Ja, Familienmitglieder können mitversichert werden. Das beruhigt mich wirklich sehr. Das freut mich zu hören. Ich möchte diese Versicherung vor meiner Reise abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Ich wünsche Ihnen eine schöne Reise. Guten Tag, ich habe vor Monaten eine teure Reise gebucht. Guten Tag, was ist das Problem? Meine Mutter ist plötzlich krank geworden. Das tut mir sehr leid zu hören. Ich kann jetzt vielleicht nicht mehr reisen. Haben Sie eine Reiserücktrittsversicherung? Nein, davon habe ich noch nichts gehört. Diese Versicherung schützt genau in solchen Situationen. Was genau deckt sie ab? Sie deckt Stornierungen wegen Krankheit oder Unfall ab. Deckt sie auch einen Todesfall in der Familie? Ja, auch ein Todesfall zählt als gültiger Grund. Was zählt nicht als gültiger Grund? Einfach die Meinung zu ändern, zählt nicht. Wie viel Geld bekomme ich zurück? Sie bekommen meistens die vollen Reisekosten zurück. Was passiert, wenn ich die Reise abbrechen muss? Auch ein vorzeitiger Abbruch ist oft versichert. Wie viel kostet diese Versicherung? Die Kosten hängen vom Reisepreis ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Für eine Reise von 1000 Euro zahlen Sie etwa 30 Euro. Gibt es auch Jahrespolicen für mehrere Reisen? Ja, Vielreisende können eine Jahrespolice abschließen. Was brauche ich für eine Schadensmeldung? Sie brauchen ein ärztliches Attest und die Buchungsbestätigung. Wie lange dauert die Bearbeitung? Meistens dauert es nur wenige Wochen. Beeinflussen Vorerkrankungen den Schutz? Ja, manche Vorerkrankungen müssen angegeben werden. Das ist gut zu wissen. Ehrlichkeit beim Antrag ist sehr wichtig. Ich möchte diese Versicherung für zukünftige Reisen abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die Optionen. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute. Gerne. Ich hoffe, es geht Ihrer Mutter bald besser. Guten Tag. Ich arbeite als Freiberuflerin in Deutschland und mache mir Sorgen um meine Absicherung. Guten Tag, was genau bereitet Ihnen Sorgen? Ich habe gehört, dass Arbeitnehmer automatisch durch die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert sind, aber ich nicht. Das stimmt, als Freiberuflerin haben Sie keinen automatischen Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung. Was passiert, wenn ich zu Hause einen schweren Unfall habe? Ohne private Unfallversicherung müssen Sie alle Kosten und Einkommensverluste selbst tragen. Was deckt eine private Unfallversicherung genau ab? Sie zahlt eine Entschädigung, wenn Sie durch einen Unfall dauerhaft körperlich beeinträchtigt werden. Was bedeutet dauerhaft körperlich beeinträchtigt? Das bedeutet, dass Sie nach einem Unfall eine bleibende körperliche Einschränkung haben, zum Beispiel den Verlust eines Fingers oder einer eingeschränkten Beweglichkeit. Wie berechnet die Versicherung, wie viel sie zahlt? Die Auszahlung hängt vom Grad der Beeinträchtigung ab, der in Prozent gemessen wird. Können Sie mir ein Beispiel geben? Wenn Sie zum Beispiel einen Arm verlieren, entspricht das einem Invaliditätsgrad von 70% der vereinbarten Versicherungssumme. Was ist eine typische Versicherungssumme? Die meisten Menschen wählen eine Grundsumme zwischen 100.000 und 300.000 Euro. Gibt es auch eine monatliche Zahlung, wenn ich nach einem Unfall nicht arbeiten kann? Ja, viele Policen bieten auch ein Tagegeld an, das sie für jeden Tag zahlt, an dem sie nach einem Unfall arbeitsunfähig sind. Was ist der Unterschied zwischen der Unfallversicherung und der Krankenversicherung? Die Krankenversicherung zahlt die medizinischen Behandlungskosten, die Unfallversicherung zahlt eine Entschädigung für den bleibenden Schaden. Ist Sport auch abgedeckt, wenn ich beim Training einen Unfall habe? Ja, die meisten Unfallversicherungen decken auch Sportunfälle ab, bei manchen Extremsportarten gibt es aber Ausnahmen. Was zählt als Extremsport? Dazu gehören zum Beispiel Fallschirmspringen, Motorradrennen und Klettern ohne Sicherung.
Gilt die Versicherung auch, wenn ich im Ausland einen Unfall habe? Ja, die meisten deutschen Unfallversicherungen bieten weltweiten Schutz rund um die Uhr. Wie viel kostet eine private Unfallversicherung monatlich? Der Preis hängt von Ihrem Beruf und der gewählten Versicherungssumme ab, beginnt aber oft bei etwa 5 Euro pro Monat. Warum spielt der Beruf eine Rolle beim Preis? Weil manche Berufe ein höheres Unfallrisiko haben als andere, zum Beispiel ein Dachdecker im Vergleich zu einer Büroangestellten. Was muss ich tun, wenn ich einen Unfall hatte? Sie müssen den Unfall so schnell wie möglich Ihrer Versicherung melden und einen Arzt aufsuchen. Wie lange nach dem Unfall muss ich die Beeinträchtigung melden? Die meisten Versicherungen verlangen, dass die dauerhafte Beeinträchtigung innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall festgestellt wird. Kann ich die Versicherungssumme später erhöhen, wenn sich meine Situation ändert? Ja, bei den meisten Anbietern können Sie die Versicherungssumme anpassen, wenn sich Ihre persönliche Situation ändert. Als Freiberuflerin ist diese Versicherung für mich wirklich sehr wichtig. Ja, für Selbstständige und Freiberufler ist die private Unfallversicherung eine der wichtigsten Absicherungen überhaupt. Ich möchte heute noch eine Police abschließen. Wie gehe ich vor? Ich erkläre Ihnen jetzt die verschiedenen Tarife und helfe Ihnen, den besten für Ihre Situation auszuwählen. Das ist sehr nett. Vielen Dank für Ihre ausführliche Beratung. Sehr gerne. Es ist mir wichtig, dass Sie als Freiberuflerin optimal abgesichert sind. Guten Tag. Ich bin gerade in eine neue Wohnung mit sehr großen Fensterfronten eingezogen. Guten Tag, das klingt nach einer schönen Wohnung. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich mache mir Sorgen, was passiert, wenn eines dieser großen Fenster bricht. Das ist eine sehr berechtigte Sorge, und genau dafür gibt es die Glasversicherung. Was deckt die Glasversicherung genau ab? Sie deckt alle Kosten ab, die entstehen, wenn Glas in Ihrer Wohnung bricht oder beschädigt wird. Welche Art von Glas ist abgedeckt? Abgedeckt sind Fensterscheiben, Glastüren, Spiegel, Glastische und auch Glaskeramik-Kochfelder. Was ist ein Glaskeramik-Kochfeld? Das ist ein moderner Herd mit einer glatten Glasoberfläche, die sehr teuer zu ersetzen ist, wenn sie bricht. Was ist nicht abgedeckt? Kleine Kratzer, absichtliche Beschädigungen und normaler Verschleiß sind nicht abgedeckt. Was ist normaler Verschleiß beim Glas? Das bedeutet zum Beispiel, wenn das Glas durch jahrelangen Gebrauch matt oder trüb wird. Wer ist verantwortlich für die Fenster, der Vermieter oder ich als Mieter? Das hängt von Ihrem Mietvertrag ab. In vielen Fällen ist der Mieter für Schäden an den Fensterscheiben verantwortlich. Was kostet es, eine große Fensterfront ersetzen zu lassen? Je nach Größe und Glastyp kann das mehrere tausend Euro kosten. Deshalb ist die Glasversicherung sehr sinnvoll. Wie viel kostet die Glasversicherung pro Monat? Die Glasversicherung ist sehr günstig und kostet oft nur 2 bis 4 Euro pro Monat. Kann ich die Glasversicherung zu meiner bestehenden Hausratversicherung hinzufügen? Ja, viele Versicherungsgesellschaften bieten die Glasversicherung als Zusatzbaustein zur Hausratversicherung an. Was mache ich, wenn eine Scheibe bricht? Sie melden den Schaden sofort Ihrer Versicherung und sichern die Bruchstelle, damit niemand verletzt wird. Kommt dann jemand, um die Scheibe zu reparieren? Ja, die Versicherung schickt meistens direkt einen Glaserservice, der die Scheibe so schnell wie möglich ersetzt. Wie schnell kommt der Glaserservice nach einem Schaden? Bei dringenden Fällen, zum Beispiel wenn ein Fenster komplett offen ist, kommt der Service oft noch am gleichen Tag. Was mache ich in der Zwischenzeit, wenn das Fenster offen ist? Sie können die Öffnung provisorisch mit einer Folie oder einem Karton abdecken, bis der Glaser kommt. Gilt die Versicherung auch für Glastüren im Badezimmer? Ja, Glasduschwände und Glastüren im Badezimmer sind ebenfalls abgedeckt. Was ist, wenn mein Kind versehentlich eine Scheibe bricht? Ja, versehentliche Schäden durch Familienmitglieder sind durch die Glasversicherung abgedeckt. Ist auch das Glas in gemeinschaftlichen Bereichen wie dem Treppenhaus abgedeckt? Nein, die Glasversicherung deckt nur das Glas innerhalb ihrer eigenen Wohnung ab.
Kann ich die Versicherung auch abschließen, wenn ich zur Miete wohne? Ja, auch Mieter können eine Glasversicherung abschließen, um sich vor unerwarteten Glasschäden zu schützen. Wie lange läuft ein typischer Glasversicherungsvertrag? Die meisten Verträge laufen ein Jahr und verlängern sich automatisch, wenn sie nicht rechtzeitig kündigen. Ich bin jetzt überzeugt, dass ich diese Versicherung brauche. Das freut mich. Für Ihre Wohnung mit den großen Fensterfronten ist die Glasversicherung wirklich sehr empfehlenswert. Können Sie mir helfen, die Versicherung heute noch abzuschließen? Natürlich, ich erkläre Ihnen jetzt die verschiedenen Optionen und wir schließen den Vertrag gemeinsam ab. Vielen Dank für Ihre geduldige und ausführliche Beratung heute. Sehr gerne. Auf Wiedersehen und viel Freude in Ihrer neuen Wohnung. If this video helped you subscribe, hit the like button and comment for daily German stories.